Willkommen auf unserem Kanal. Die heutige Geschichte ist nicht nur eine Geschichte. Sie erinnert uns an etwas, das wir alle vergessen haben. Nichts ist unmöglich. Nicht, wenn dein Herz hartnäckig ist. Nicht, wenn dein Traum stärker brennt als deine Ausreden. Heute erzählen wir euch die emotionale, kraftvolle und unvergessliche Reise eines Jungen. Er kam nicht aus einer Großstadt. Er war nicht reich. Er hatte keine Unterstützung. Er hatte nichts außer einer Sache. Einen Traum, der sich weigerte zu sterben. Dies ist nicht nur eine Geschichte. Dies ist ein Kampf gegen das Schicksal. Dies ist die Geschichte eines Jungen, der vom Nachtwächter zum Software-Ingenieur wurde. Diese Geschichte wird sie erschüttern, sie wird sie beflügeln und sie wird ihre Sicht auf ihr eigenes Leben verändern. Nach dieser Geschichte werden sie nie wieder sagen, ich kann das nicht. Ich verspreche Ihnen, dass jede Sekunde dieser Geschichte es wert ist. Mein Name ist John. Ich wurde in einer staubigen Kleinstadt geboren, in der die Menschen keine Träume hatten. Sie passten sich an. Die Straßen waren laut, die Häuser eng, und der Himmel sah immer so aus, als hätte er keinen Platz für Menschen wie uns. Ich wuchs in einer Mittelklasse-Familie auf, über die niemand Filme dreht. Wir waren nicht arm, aber wir waren immer kurz davor. Mein Vater war ein müder Mann. Er arbeitete 12 Stunden am Tag als Mechaniker. Seine Hände waren voller Fett, sein Rücken immer gekrümmt. Er hat sich nie beschwert, aber man konnte die Stille in seinen Augen spüren. Meine Mutter war das Rückgrat von allem. Sie stand vor Sonnenaufgang auf, packte Lunchboxen, kümmerte sich um die Rechnungen und sorgte dafür, dass wir lächelten, auch wenn sie selbst keine Zeit zum Essen hatte. Wir lebten in einem gemieteten Einzimmerhaus. Ein kleiner Ventilator, ein tropfender Wasserhahn und ein Traum in meiner Brust, der zu groß für die Wände schien. Manchmal, wenn alle schliefen, schlich ich mich ins Badezimmer und starrte in den Spiegel. Ich suchte nach Anzeichen von Größe in meinem Gesicht, nach irgendetwas, das mich von den anderen unterschied. Meine Großmutter hatte mir einmal gesagt, ich hätte die Augen eines Königs. Aber im flackernden Licht der nackten Glühbirne sah ich nur einen dünnen Jungen mit zu großen Ohren und einer Narbe über der linken Augenbraue, wo mich mein Bruder einmal mit einem Spielzeugauto getroffen hatte. Ich erinnere mich, dass ich jeden Abend am Fenster stand und den Menschen zusah, wie sie in ihren glänzenden Mercedes vorbeifuhren, mit ihren Familien lachten, Musik hörten und die Fenster herunterkurbelten. Ich war nicht neidisch, aber ich fragte mich, wie Menschen ein solches Leben führen konnten. Was hatten sie richtig gemacht? Was wir nicht? Würde ich jemals in einem solchen Auto sitzen? Während andere Kinder draußen spielten, hatte ich eine andere Leidenschaft. Ich lief 3 Kilometer zu einem kleinen Internetcafé und schaute mir einfach die Bildschirme, Codezeilen, digitalen Welten und Menschen an, die mit ihrem Verstand Dinge erschafften. Die Besitzerin, Frau Weber, eine grauhaarige Frau mit dicken Brillengläsern, ließ mich manchmal kostenlos zusehen, wenn nicht viele Kunden da waren. »Der kleine Programmierer ist wieder da«, neckte sie mich freundlich. Damals hörte ich zum ersten Mal den Begriff Softwareentwickler. Für mich war das wie Zauberei. Diese Menschen benutzten keine Werkzeuge, sondern ihre Gedanken. Sie schufen Dinge aus dem Nichts. In diesem Moment beschloss ich, einer von ihnen zu werden. Ich verbrachte Stunden damit, mir Notizen zu machen, Begriffe aufzuschreiben, die ich nicht verstand, und versuchte, die Muster in den Codezeilen zu erkennen, die über die Bildschirme flimmerten.
Obwohl ich keinen Computer hatte, zu Hause kein Internet, nicht gut Englisch sprach und niemanden kannte, der in der Tech-Branche arbeitete, glaubte ich dennoch daran. Ich glaubte an etwas, das ich noch nicht anfassen konnte. Meine Mutter nähte mir extra eine Tasche für meine wachsende Sammlung von ausgedruckten Artikeln und Notizen, die ich aus dem Mülleimer des Cafés rettete. Aber Träume bezahlen keine Miete. In unserer kleinen Wohnung wurden die Gespräche über Geld immer häufiger und leiser. Eines Nachts hörte ich meine Eltern flüstern: „Er ist ein guter Junge, aber wir haben kein Geld für das College. Vielleicht sollte er einfach einen Job annehmen und uns helfen." Die Wände in unserer Wohnung waren dünn wie Papier, und ihre Worte drangen durch die Dunkelheit zu mir. Ich weinte nicht. Ich schrie nicht. Aber etwas in mir zerbrach. Wie kann man einen Traum verfolgen, wenn die eigenen Eltern untergehen? Der Gedanke verfolgte mich tagelang, während ich zusah, wie mein Vater mit schmerzenden Händen von der Fabrik zurückkam und meine Mutter spät in der Nacht noch Kleidung flickte. Mit 17 traf ich eine Entscheidung, die alles veränderte. Ich schob meinen Traum beiseite und zog eine Sicherheitsuniform an. Die braune Uniform war 2 Nummern zu groß, und der Sicherheitschef, Herr Müller, musste mir zeigen, wie man die Krawatte richtig bindet. »Du wirst schon reinwachsen«, sagte er mit einem Schulterklopfen, das mehr Mitleid als Ermutigung war. Ich wurde zu dem Jungen, der einst davon träumte, die Zukunft zu gestalten und sie nun von außen bewachte. Jeden Abend stand ich vor einem hohen Glasgebäude. Drinnen saßen die Menschen in ihren klimatisierten Büros, schrieben Codes, entwickelten Apps und lebten das Leben, das ich einst auf einem Bildschirm gesehen hatte. Manchmal konnte ich durch die großen Fenster sehen, wie sie an Whiteboards standen, wild gestikulierten und lachten, eine Gemeinschaft von Zauberern, zu der ich nie gehören würde. Draußen stand ich still in der kalten Luft, trug eine langweilige braune Uniform und hielt einen Holzstock in der Hand. Die Nächte waren lang und einsam, nur unterbrochen vom gelegentlichen Nicken eines späten Mitarbeiters, der das Gebäude verließ. In meiner Jackentasche trug ich immer noch einen zerknitterten Zettel mit Codezeilen, die ich vor Jahren abgeschrieben hatte. Und jeden Abend, wenn der Mond hoch am Himmel stand und die Stadt zur Ruhe kam, sagte ich mir: »John, das ist nicht das Ende. Du steckst nicht fest. Du hast nur eine Pause eingelegt.« Nachts stand ich schweigend vor diesen leuchtenden Büros. Während die Welt schlief, war ich hellwach. Aber nicht nur, um zu bewachen. Ich war wach, um zu beobachten, zu lernen und eine Zukunft aufzubauen, die niemand für jemanden wie mich für möglich gehalten hätte. Das Gebäude, das ich bewachte, war voller Software-Ingenieure. Menschen, die alles hatten, was ich mir wünschte. Sie gingen jede Nacht mit selbstbewusstem Gang an mir vorbei. Laptops in ihren Rucksäcken, Ausweise an der Brust und Zielstrebigkeit in den Augen. Und ich war für sie nur der Wachmann. Einige schauten mich nicht einmal an. Einige nickten. Keiner von ihnen wusste, dass ich sie beobachtete. Nicht sie, sondern das Leben, das ich mir wünschte. Ich hatte ein kleines gebrauchtes Smartphone. Darauf konnte man keine Spiele spielen. Der Akku hielt kaum 2 Stunden, aber es hatte eine Sache, die ich brauchte: YouTube. In jeder Pause saß ich in einer Ecke des Parkplatzes und suchte. Was ist Programmieren? Wie wird man Softwareentwickler? Was ist JavaScript? HTML-Tutorial für Anfänger. Manchmal dauerte das Laden der Videos mehrere Minuten. Manchmal verstand ich kein einziges Wort,
Aber ich hörte nie auf zu schauen, weil jedes Video sich wie ein Schlüssel anfühlte. Ein Schlüssel zu einer Tür, die mir noch verschlossen war. Ich konnte mir kein WLAN leisten, also lud ich nachts mit meinem mobilen Datenvolumen kostenlose PDF-Dateien zum Thema Programmieren herunter und las sie morgens nach meiner Nachtschicht bei Kerzenschein. Ich schlief 4 Stunden am Tag. Meine Augen brannten. Mein Kopf tat weh. Aber mein Traum flüsterte mir weiter zu. John, wenn du jetzt aufgibst, wirst du dir das nie verzeihen. Die Leute lachten mich aus. Meine Verwandten sagten, er ist nur ein Wachmann. Er soll sich damit abfinden. Meine Freunde sagten, du bist nicht klug genug für Software. Sogar mein Vater sah mich eines Abends beim Abendessen an und sagte, mein Sohn, manche Menschen sind dazu bestimmt zu träumen. Andere sind dazu bestimmt zu überleben. Wir haben keine Zeit für Träume. Wir brauchen Geld. Ich widersprach nicht. Ich nickte nur. Aber innerlich gab ich mir ein Versprechen. Eines Tages werde ich dir zeigen, dass Überleben nicht die einzige Option ist. Eines Nachts wurde es mir zu viel. Ich hatte seit 2 Tagen nicht geschlafen. Ich verstand keine einzige Zeile Code. Ich war hungrig, müde und einsam. Und als ich unter der Bürobeleuchtung stand und meinen Stock hielt, weinte ich leise, nicht laut. Nur Tränen fielen auf meine Uniform, weil ich das Gefühl hatte, nach etwas zu greifen, das zu weit, zu hoch war. Meine Augen brannten vom stundenlangen Starren auf den Bildschirm. Die Buchstaben und Zahlen verschwammen vor meinen Augen wie eine fremde Sprache, die ich nie beherrschen würde. Und ich flüsterte, ist es für jemanden wie mich wirklich unmöglich? In dieser Nacht kam ein Mann früh aus dem Büro. Er war einer der Ingenieure, jung, selbstbewusst, glatt rasiert. Seine Hände waren sauber, seine Fingernägel gepflegt. Hände, die nie für ihr Überleben kämpfen mussten. Er sah mich mit einem Notizblock sitzen und blieb stehen. »Was machst du da?« fragte er. Seine Stimme klang nicht herablassend, sondern neugierig, als wäre ich ein Rätsel, das er nicht einordnen konnte. Ich sah auf und sagte, »Ich versuche, Programmieren zu lernen.« Die Worte kamen mir schwer über die Lippen, als würde ich ein Geheimnis preisgeben, einen verbotenen Traum. Er hielt einen Moment inne und lächelte dann. »Das ist mutig, Mann. Das ist wirklich mutig.« Er lachte nicht. Er ignorierte mich nicht. Er respektierte es. Dieser eine Moment, dieser eine Satz veränderte alles für mich. Denn er bewies mir, dass ich nicht verrückt war. Ich war nur früh dran. Von diesem Tag an kam meine Energie zurück, stärker, schärfer, wütender. Ich lernte noch intensiver. Ich begann auch tagsüber aufzustehen, nur um mehr lesen zu können. Die Sonnenstrahlen, die durch das kleine Fenster meiner Wohnung fielen, wurden zu meinen neuen Freunden. Ich hörte auf, mich darum zu kümmern, was andere Leute sagten. Ich hörte auf Unterstützung zu warten. Ich wurde mein eigener Lehrer, mein eigener Motivator und mein eigener Coach, weil mir klar wurde, dass nichts unmöglich ist, aber dass alles zunächst einmal einsam ist. Mein Alltag war brutal. Nachtschichten, Programmierunterricht, kein College, kein Mentor, niemand, mit dem ich reden konnte. Die Einsamkeit war manchmal so dicht, dass ich sie anfassen konnte wie eine Decke, die mich vom Rest der Welt trennte. Ich befand mich in einem Kampf, in dem niemand wusste, dass ich blutete. Nach Monaten des Selbststudiums beschloss ich, etwas zu entwickeln. Eine einfache Website, nur HTML und CSS. Ich verbrachte 2 ganze Wochen damit, den Code zu schreiben. Manchmal schlief ich nach der Arbeit nicht einmal. So hungrig war ich. Meine Finger tippten mechanisch weiter.
selbst wenn mein Geist vor Erschöpfung zu schwinden drohte. Jede Zeile Code war wie ein Schritt auf einer Leiter, die in einen Himmel führte, den ich mir noch nicht vorstellen konnte. Und dann klickte ich mit zitternden Händen auf Ausführen. Es stürzte ab. Der Bildschirm wurde weiß. Fehler. Ich versuchte es erneut. Nichts. Alles, woran ich gearbeitet hatte, war weg. Ich hatte eine Zeile Code vergessen. Einen einfachen Fehler. Und einfach so waren 2 Wochen voller Hoffnung verschwunden. 2 Wochen, in denen ich nach jeder Schicht mit brennenden Augen am Computer saß, während meine Kollegen schliefen oder mit Freunden tranken. In dieser Nacht ging ich nicht nach Hause. Ich saß auf den kalten Betonstufen des Gebäudes, das ich bewachte. Mit gesenktem Kopf, roten Augen und gebrochenem Herzen. Der Nachthimmel über mir war wolkenlos und gleichgültig. Ich dachte immer wieder, vielleicht haben Sie recht. Vielleicht ist das nichts für mich. Vielleicht bleiben manche Menschen für immer Wachleute. Die Worte meines Onkels hallten in meinem Kopf wieder. Ein Träumer wie dein Vater. Wird nie etwas erreichen. Ich fühlte mich nicht wie ein Held. Ich fühlte mich wie ein Geist, unsichtbar und bedeutungslos in der großen Maschinerie der Welt. Eine Woche später gab mir mein Vater einen Umschlag, abgenutzt und leicht zerknittert, als hätte er ihn lange mit sich herumgetragen. Unschlüssig. Darin befand sich eine Broschüre einer lokalen Fabrik, die Vollzeitkräfte suchte. Die Ecken waren umgeknickt, die Farben verblasst. Er sagte mit leiser, fast entschuldigender Stimme: »Sie zahlen mehr $ im Monat. Keine Nachtschichten. Vielleicht ist das besser für dich.« Seine Augen mieden meine, fixierten einen Punkt an der abblätternden Wand hinter mir. Ich wurde nicht wütend, ich verstand ihn. Er zerstörte nicht meinen Traum. Er versuchte, die Familie zu ernähren, wie er es immer getan hatte, mit gebeugtem Rücken und schwieligen Händen. Aber als ich an diesem Abend in mein Zimmer zurückging, das kleine Zimmer mit dem quietschenden Bett und dem wackeligen Schreibtisch, ging mir ein Gedanke durch den Kopf, klar und unausweichlich wie das Morgenlicht. Wenn ich jetzt aufgebe, werde ich mir für den Rest meines Lebens erklären müssen, warum ich mich nicht mehr angestrengt habe. Ich hielt keine Rede, ich postete keine motivierenden Worte in den sozialen Medien, ich habe nicht noch einmal geweint, ich habe meinen Laptop wieder aufgeklappt, ich habe den Code neu geschrieben, Zeile für mühsame Zeile. Ich habe genauer gelesen, jedes Semikolon, jeden Buchstaben überprüft. Ich habe einen Block nach dem anderen getestet, bis meine Finger taub waren vom Tippen. Ich habe auf die harte Tour gelernt, mit jedem Fehler, mit jeder Frustration. Man kann entweder scheitern und aufgeben oder scheitern und klüger werden. Beim zweiten Mal funktionierte die Website. Sie war klein, hässlich, einfach, aber sie funktionierte. Und für mich war sie mein Mercedes, mein Triumph, mein erster Schritt in eine andere Welt. Jetzt hatte ich den Beweis, dass ich es schaffen konnte, greifbar wie ein Stein in meiner Hand. Also traf ich eine mutige Entscheidung, vielleicht die mutigste meines Lebens bis zu diesem Zeitpunkt. Ich begann, mich für Praktika und Juniorjobs zu bewerben, mit zitternden Händen und klopfendem Herzen. Obwohl ich keinen Abschluss, kein Zertifikat, keine Beziehungen und kein ausgefeiltes Englisch hatte, schickte ich meine Bewerbungen an über 80 Unternehmen, jede einzelne ein Stück Hoffnung in die Welt gesandt. Und wissen Sie was? Ich erhielt nur Absagen, jede ein kleiner Stich, aber keiner tödlich. Einige antworteten gar nicht, ihre Stille lauter als jede Ablehnung. Einige sagten, ich sei unterqualifiziert, mit höflichen, standardisierten E-Mails,
Einige lachten, nicht direkt, aber zwischen den Zeilen ihrer Antworten. Aber ein Unternehmen, ein einziges unter all den anderen, antwortete: »Ihr Werdegang ist ungewöhnlich. Lassen Sie uns darüber sprechen.« 5 Worte, die mein Leben veränderten. Diese eine Antwort war mein Tor. Nicht zum Ziel, sondern zur nächsten Stufe des Krieges. Ich bereitete mich 7 Tage lang vor, übte vor dem Spiegel, sah mir Interviewvideos an, schrieb Antworten in ein Notizbuch und wiederholte jeden Satz unendlich Mal. Meine Finger waren vom Schreiben wund, meine Stimme heiser vom Üben. In meinen Träumen antwortete ich auf Fragen, die niemand gestellt hatte. Als der Tag kam, trug ich meine Wachuniform, weil ich kein formelles Hemd besaß. Die Uniform roch nach Schweiß und billigem Waschmittel, nach langen Nächten und verlorenen Hoffnungen. Der Knopf am Kragen drückte gegen meinen Adamsapfel wie ein stummer Vorwurf. Der Interviewer sah mich an und fragte: »Erzählen Sie mir etwas über sich.« Seine Augen wanderten über meine Uniform, verweilten kurz auf dem Firmenlogo an meiner Brust. Ich gab keine ausgefeilte Antwort. Ich sagte einfach die Wahrheit. Ich arbeite als Wachmann, aber ich verbringe jede Nacht damit, programmieren zu lernen, weil ich etwas werden möchte, das ich in meiner Umgebung noch nie gesehen habe. Meine Hände zitterten unter dem Tisch, aber meine Stimme blieb fest. Es herrschte 5 Sekunden lang Stille im Raum. 5 Sekunden, in denen ich das Ticken der Wanduhr hörte, das Summen der Klimaanlage, das Rauschen meines eigenen Blutes in meinen Ohren. Dann sagte er: »Sie sind nicht das, was wir erwartet haben, aber Sie sind genau das, was wir suchen.« Die Worte schwebten zwischen uns wie ein unerwartetes Geschenk. Sie stellten mich als Praktikant ein, ohne Bezahlung. Die Papiere, die ich unterschrieb, waren mehr wert als jeder Gehaltscheck, den ich je erhalten hatte. Aber es war das erste Mal, dass ich ein Tech-Büro betrat, nicht als Wachmann, sondern als Lernender. Das war der Moment. Ich war immer noch arm, immer noch müde, immer noch unsicher. Die Münzen in meiner Tasche zählte ich jetzt 2-mal, bevor ich mir einen Kaffee kaufte. Aber jetzt hatte ich einen Stuhl, einen Schreibtisch, einen Laptop, der nicht mir gehörte. Die Tastatur unter meinen Fingern fühlte sich an wie ein Instrument, das ich endlich spielen durfte. Aber der Traum war, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben nicht das Gefühl hatte, die Welt nur zu beobachten. Ich hatte das Gefühl, ein Teil davon zu sein. Die Glaswände, durch die ich früher nur schauen durfte, waren jetzt Türen, durch die ich gehen konnte. Ich erinnere mich noch gut an den ersten Tag. Die Morgensonne fiel durch die großen Fenster und malte goldene Rechtecke auf den Boden. Ich betrat das Gebäude nicht durch das Wachhäuschen, sondern durch den Haupteingang. Kein Stock in der Hand, keine Uniform auf dem Rücken, nur ein billiges Hemd und Feuer in meinem Herzen. Das Hemd hatte ich am Vorabend 3-mal gebügelt, bis der Kragen perfekt lag. Menschen, die einst ohne einen Blick an mir vorbeigingen, saßen nun in Besprechungen neben mir. Sie nickten mir zu, wenn ich etwas sagte, als hätten meine Worte plötzlich Gewicht bekommen. Aber es war nicht einfach. Die Fachbegriffe prasselten auf mich ein wie Hagel, und manchmal musste ich nachts doppelt so lange lernen, um mitzuhalten. Sie gaben mir einen Schreibtisch, einen Computer, ein Team. Der Schreibtisch war in einer Ecke, der Computer war langsam, und das Team wusste nicht, was sie mit mir anfangen sollten. Und plötzlich war ich mitten in dem Traum, den ich vom Parkplatz aus beobachtet hatte. Aber Träume sind nicht immer sanft, sie sind scharf.
und sie schneiden dich, wenn du nicht bereit bist. Jeder Tag war wie ein Kampf mit einem neuen Gegner, jede Aufgabe wie ein Rätsel ohne Anleitung. Aber ich hatte nicht 7 Tage lang geübt, um beim ersten Hindernis aufzugeben. Jeden Tag kämpfte ich gegen die Angst, als Betrüger entlarvt zu werden, Unsicherheit wegen meiner Englischkenntnisse und meiner Kommunikationsfähigkeit, Scham wegen meiner Kleidung, meiner Vergangenheit, der Druck, mich beweisen zu müssen. Meine Teamkollegen hatten Abschlüsse von renommierten Universitäten, die in goldenen Rahmen an ihren Wänden hingen. Sie hatten Zertifikate, die ihre Namen in eleganter Schrift trugen. Sie verstanden die Dinge schneller, als würden sie eine Sprache sprechen, die mir fremd war. Ich googelte während der Mittagspause Begriffe in der Toilettenkabine, damit ich vor ihnen nicht dumm dastehen würde. Meine Hände zitterten oft über der Tastatur, wenn ich versuchte, mit ihrem Tempo mitzuhalten. Eines Tages fragte mich ein leitender Ingenieur während des Mittagessens beiläufig, während er seinen teuren Füller zwischen den Fingern drehte: »Wo hast du studiert? An welcher Hochschule?« Der Raum schien plötzlich stiller zu werden. Die Gespräche um uns herum verstummten, oder vielleicht bildete ich mir das nur ein. Ich zögerte, spürte, wie mein Sandwich in meinem Mund trocken wurde und sagte schließlich: »Ich habe nicht studiert, vorher war ich Nachtwächter.« Die Stille, die darauf folgte, fühlte sich an wie ein Gewitter, das über einem offenen Feld aufzieht. Einige schienen beeindruckt zu sein, ihre Augenbrauen hoben sich leicht. Andere schienen verwirrt zu sein, als hätte ich in einer fremden Sprache gesprochen. Einer nickte nur und ging weg. Sein Stuhl kratzte laut über den Boden. An diesem Tag wurde mir etwas klar, als ich die Gesichter um mich herum studierte. Die Welt mag dir die Tür öffnen, manchmal nur einen Spalt breit. Aber du musst trotzdem beweisen, dass du es verdienst, drinnen zu bleiben, dass du nicht nur ein Eindringling bist, der sich eingeschlichen hat. In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Das Mondlicht warf lange Schatten durch mein kleines Zimmer, während ich rastlos auf meinem Bett lag. Ich kehrte zu meinen alten Gewohnheiten zurück, übte wieder Interviewfragen, bis meine Stimme heiser wurde, sah mir fortgeschrittene Tutorials an, bis meine Augen brannten, las Dokumentationen erneut und belegte kostenlose Kurse mit fehlerhaften Untertiteln, die ich mühsam entziffern musste, weil ich wusste, dass dies nicht die Zeit war, sich auszuruhen. Dies war die Zeit, unerschütterlich zu werden, hart wie der Beton, auf dem ich früher als Wächter patrouillierte. Ich hörte auf zu vergleichen, was andere hatten, und ich nicht. Ich begann mich zu konzentrieren auf das, was ich tun konnte. Ich hörte auf zu erklären, woher ich kam. Ich begann zu handeln, um zu zeigen, wohin ich gehen würde. Nach 3 Monaten Praktikum, in denen ich früher kam und später ging als alle anderen, bekam ich die kleine Aufgabe, einen Fehler in einem Live-Produkt zu beheben. Es war kompliziert, wie ein Labyrinth aus Code und Logik. Andere hatten es versucht und waren gescheitert, ihre Frustration hing noch in der Luft des Büros. Und mein Vorgesetzter sagte mit einem Ton, der mehr Mitleid als Vertrauen verriet: »Versuchen Sie es, wenn Sie wollen. Kein Druck.« Ich sagte weder Ja noch Nein. Die Worte blieben mir im Hals stecken. Ich nahm einfach den Code mit nach Hause auf einem USB-Stick, der schwer in meiner Tasche lag, und lernte 2 Tage lang ohne Unterbrechung. Meine Nachbarn müssen gedacht haben, ich sei verschwunden. Ich habe den Fehler analysiert wie ein Detektiv, der einen komplizierten Fall löst.
Foren gelesen, bis die Buchstaben vor meinen Augen verschwammen. Tests durchgeführt, bin stecken geblieben in Sackgassen aus Logik, habe geweint aus Frustration und Erschöpfung. Habe es immer wieder versucht, bis meine Finger taub waren vom Tippen, und schließlich habe ich es gelöst. Der Manager sagte nicht viel, als ich ihm die Lösung präsentierte. Er lächelte nur, ein kleines, fast unmerkliches Zucken seiner Mundwinkel, und leitete meinen Code an den CTO weiter. Aber als ich an diesem Abend das Gebäude verließ, die kühle Abendluft auf meiner erhitzten Haut spürte, schaute ich zum Himmel hinauf, zu den ersten Sternen, die am Horizont erschienen, und flüsterte: »Siehst du, ich habe dir gesagt, dass ich nicht für immer draußen bleiben werde.« Und zum ersten Mal seit langem fühlte ich mich, als hätte ich ein Recht darauf, drinnen zu sein. Ein paar Wochen später wurde mein Praktikum zu einer bezahlten Stelle. Es war nicht viel, nur ein paar $100. Aber als ich die Nachricht auf meinem Bankkonto sah, weinte ich. Denn dieses Geld war nicht nur ein Gehalt, es war ein Beweis. Ein Beweis dafür, dass mein Schmerz nicht sinnlos war. Meine Nächte waren nicht verschwendet. Mein Feuer war nicht töricht. Mein Traum war nicht unmöglich. Nach vielen Monaten kehrte ich nach Hause zurück. Dasselbe Haus, derselbe tropfende Wasserhahn, dieselbe kleine Küche. Aber etwas war anders. Als mein Vater mich sah, fragte er nichts. Er sagte nur: »Du siehst anders aus.« Ich öffnete meine Tasche und gab ihm meinen ersten Scheck. Er weinte nicht, aber seine Hände zitterten. Er sah mich an und sagte etwas, das ich nie vergessen werde. Ich dachte, dein Traum wäre zu groß, aber vielleicht war ich einfach zu müde, um daran zu glauben. Es gab keine Party, keine große Ankündigung, keinen Beitrag in den sozialen Medien. Aber in meinem Inneren war ein Krieg zu Ende gegangen. Ich war nicht mehr der Junge, der vor dem Gebäude stand. Ich war jetzt Teil der Zukunft. Die Jahre vergingen. Die Uniform des Wachmanns, die einst meinen Schmerz umhüllte, lag nun gefaltet in meinem Schrank, unberührt, aber nie vergessen. Heute sitze ich nicht als Wachmann an einem Schreibtisch, sondern als Vollzeit-Softwareentwickler. Nicht in einer kleinen Firma, nicht in einer befristeten Position, sondern in einem der weltweit führenden Unternehmen. Ich schreibe jetzt Code, der Millionen erreicht. Ich leite Teams, die globale Produkte entwickeln. Ich betreue Praktikanten, die einst dort saßen, wo ich saß. Ich gehe durch Flughäfen, den Laptop in meiner Tasche, mit selbstbewusstem Schritt. Und wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich kein Genie. Ich sehe einen Kämpfer. Manchmal besuche ich das alte Gebäude, das ich einst bewacht habe. Ich stehe an dem Tor, an dem ich einst mit einem Stock stand. Ich beobachte einen neuen Wachmann, der schläfrig, still und unbemerkt hereinkommt. Ich lächle ihn an, weil ich weiß, dass hinter dieser Uniform ein weiterer Traum still lodern könnte. Eines Nachts, als ich spät programmierte, erhielt ich einen Anruf von meinem Vater. Seine Stimme war leise. »Ich habe heute allen auf der Arbeit dein Foto gezeigt. Ich habe ihnen gesagt, dass das mein Sohn ist, ein Softwareentwickler.« Er machte eine Pause und sagte: »Du hast mich stolz gemacht, John. Aber mehr noch, du hast mich wieder zum Glauben gebracht.« Ich konnte nicht sprechen. Ich weinte nur. Denn zum ersten Mal rettete mein Traum nicht nur mich. Er heilte meine Familie. Ich begann meine Geschichte aufzuschreiben. Nicht um berühmt zu werden, sondern um Kindern wie mir einen Beweis zu hinterlassen. Ich nannte sie »Der Junge, der draußen stand«. Denn das war ich. Ein Junge außerhalb der Welt, der durch das Glas zusah
und daran glaubte, dass er vielleicht, nur vielleicht, einen Weg hineinfinden könnte. Weißt du, was die eigentliche Lektion ist? Es geht nicht darum, reich zu werden. Es geht nicht darum, Hatern das Gegenteil zu beweisen. Es geht nicht um Erfolg. Es geht darum, sich von der Welt nicht einreden zu lassen, dass dein Traum nicht zu dir gehört. Denn ich habe Folgendes gelernt: Talent hilft, Geld hilft, Unterstützung hilft. Aber die wahre Kraft liegt in Folgendem: Ein Geist, der sich weigert, aufzugeben. Ein Herz, das immer wieder aufsteht. Eine Seele, der es egal ist, wie lange es dauert. Jetzt, nach all den Jahren, sieht mein Leben nicht mehr so aus wie früher. Der Junge, der einst Münzen zählte, verdient jetzt ein Gehalt, das er früher für unmöglich gehalten hätte. Nicht luxuriös, keine Millionen, aber genug, um atmen zu können. Genug, um aufrecht zu stehen. Genug, um sagen zu können: Ich habe es bis hierher geschafft. Von meinem ersten richtigen Gehalt habe ich mir keine teuren Kleider gekauft. Ich habe nicht damit geprahlt. Ich kaufte einen neuen Ventilator für das Haus meiner Eltern, ein richtiges Bett für den müden Rücken meines Vaters, ein Telefon für meine Mutter, damit sie mich jederzeit anrufen konnte, und Lebensmittel, ohne auf die Preise zu achten. Dieser Moment, als meine Mutter ohne Sorgen lächelte, das war reicher als jedes Auto. Jahre später kaufte ich mein erstes Auto. Nichts Besonderes. Aber als ich die Schlüssel in den Händen hielt, zitterten meine Hände, weil ich mich an den Jungen erinnerte, der einst auf der Straße stand, den Mercedes anderer Leute vorbeifahren sah und sich fragte, ob das Leben ihn jemals auswählen würde. An diesem Tag wählte mich das Leben aus. Nicht, weil ich Glück hatte, nicht, weil es einfach war, sondern weil ich nicht aufgegeben habe, als es schwer war. Und da habe ich die Wahrheit verstanden. Kämpfe verändern dich still und leise. Erfolg verkündet dich lautstark. Jetzt hast du die Geschichte gehört. Ein Junge, der nichts hatte und bewiesen hat, dass nichts unmöglich ist. Aber das ist nicht nur eine motivierende Geschichte. Es ist keine Fiktion. Es ist Geschichte. Ich möchte Ihnen nun echte Menschen zeigen, die Schmerzen erlebt haben, die ausgelacht wurden, denen gesagt wurde, dass sie es nicht schaffen können. Und dennoch haben sie die Welt verändert. Neil Armstrong, der erste Mensch, der den Mond betrat. Aber wussten Sie, dass ihm einmal gesagt wurde, die Erforschung des Weltraums sei unmöglich? Er hat nicht darauf gehört. Er hat den Mond nicht nur berührt. Er ist darauf gelaufen. Albert Einstein. Als Kind konnte er bis zum Alter von 4 Jahren nicht richtig sprechen. Seine Lehrer sagten, er würde es im Leben nie zu etwas bringen. Aber er veränderte die Gesetze der Physik für immer, denn Größe braucht keine Erlaubnis. Thomas Edison scheiterte 1000-mal bei dem Versuch, die Glühbirne zu erfinden. Als die Leute ihn auslachten, sagte er: Ich habe nicht versagt. Ich habe nur 1000 gefunden, die nicht funktionieren. Heute sieht die Welt Licht, weil ein Mann sich weigerte, im Dunkeln zu bleiben. Hör gut zu, mein Freund. Die Leute werden versuchen, dich aufzuhalten. Sie werden sagen: Du bist nicht klug genug, du bist zu spät dran, du kommst aus der falschen Gegend. Das ist unrealistisch. Wenn sie das sagen, schau ihnen in die Augen und sage: Halt den Mund. Das ist mein Leben, mein Weg, mein Traum, nicht deiner. Ja, es wird schwierige Situationen geben. Ja, es wird Tage geben, an denen deine Hände zittern und dein Herz bricht. Ja, du wirst alleine weinen. Ja, die Welt wird dich ignorieren. Aber weißt du was? Die Welt ignoriert dich, bis sie deine Ergebnisse nicht mehr ignorieren kann.
Denk daran, mein Freund. Heute ist die Zeit des Kampfes, aber morgen wird die Zeit des Erfolgs sein. Also weine nicht, weil es schwer ist. Gib nicht auf, weil es einsam ist. Hör nicht auf, weil es langsam geht. Werde stattdessen lauter. Werde besser. Werde besessen, denn nichts ist unmöglich. Und wenn niemand an dich glaubt, dann glaube umso mehr an dich selbst. Dies ist nicht nur ein Video. Dies ist ein Weckruf. Wenn diese Geschichte dein Herz höher schlagen lässt, wenn sie dich daran erinnert, wer du bist, dann like sie, teile sie und kommentiere sie unten. Ich werde niemals aufgeben. Und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, denn dieser Kanal ist nicht dazu da, dich zu unterhalten. Er ist dazu da, dich neu aufzubauen. Nichts ist unmöglich. Jetzt geh und beweise es.